Bericht zur Aktivierung des Aufstiegsportals 1221 vom 22. August 2025. Unsere Aktivierung war ein großer Erfolg, der als entscheidender Moment für den Beginn einer neuen Ära in die Geschichtsbücher eingehen wird. Die Lichtarbeitergemeinschaft zeigte ein großartiges Maß an Zusammenarbeit und erstellte über 300 Videos in über 40 Sprachen, die über 1 Million Aufrufe generierten. Alle 3 Aktivierungen haben die kritische Masse erreicht. Die erste lag nur wenige tausend über der minimalen kritischen Masse, die zweite hatte über 150.000 Teilnehmer und die dritte etwa 200.000. Die erste Aktivierung am 12. August, 3. Strahl göttliche Intelligenz, hat das planetare Energienetz, die Leylinien und die Aufstiegswirbel rund um den Planeten stabilisiert. Die Konjunktion von Jupiter und Venus hat das Energienetz mit Energien der Freude und des Glücks erfüllt. Ich habe dieses Foto der Konjunktion nur wenige Stunden vor der Aktivierung aufgenommen. Während der zweiten Aktivierung am 18. August, 2. Strahl göttliche Liebe, hat eine gewaltige Welle kosmischer Liebe aus der Galaxie M87 das gesamte Sonnensystem durchflutet und Sananda aktiviert. Seit diesem Moment sendet er kontinuierlich Energien der Vergebung aus dem Mutterschiff Excalibur, wo sein Lichtkörper in der linearen Raumzeit verankert ist, in das planetare Energienetz. Von diesem Moment an senden die Himmelsgöttinnen Inanna, Isis, Astara, Maria, Engel aus der nahen Weltraumumlaufbahn auf die Oberfläche des Planeten auf der ätherischen, astralen und mentalen Ebene, um diese vom Krieg zerrütteten Ebenen von allen Anomalien zu heilen und Licht und Liebe wieder zu verankern. Link, Königin des Himmels. Link, Maria, Königin. Der Artikel ist auf Deutsch. Link, Maria, Königin der Engel. Die Lichtkräfte konzentrieren sich nun darauf, alle verbliebenen astralen Höllen auf den unteren astralen und ätherischen Ebenen innerhalb der 30-Meter-Schicht der planetaren Oberfläche zu heilen, und wenn diese verschwunden sind, werden auch Engelwesen beginnen, diese Schicht zu bewohnen. Während der dritten Aktivierung am 21. August, 1. Strahl göttlicher Wille, haben die Lichtkräfte den Schlüssel zur neuen Erde vom Absoluten erhalten. Dieser Schlüssel bestand aus 2 Teilen. Der erste Teil ist ein multidimensionaler Code, der aus der kosmischen Anupadaka-Ebene stammt und einen multidimensionalen Plan für die planetare Befreiung enthält, der die Vektoren des freien Willens aller Wesen auf der Oberfläche des Planeten berücksichtigt. Dieser multidimensionale Code ist nun dauerhaft im Quantenfeld um den Planeten verankert und ordnet das Lichtgitter in jedem Moment neu, wenn sich die Vektoren des freien Willens neu kombinieren. Er enthält den Plan für die planetare Befreiung. Dieser Plan ist nun auf die kosmische mentale Ebene herabgestiegen und wird sehr bald auf die atmische Ebene herabfallen, wo aufgestiegene Wesen beginnen können, Schritte zu seiner Manifestation zu unternehmen. Der zweite Teil des Schlüssels ist eine Ausstrahlung des smaragdgrünen Strahls, der direkt vom Absoluten über das Multiversum in das Subquantenfeld gelangte und den größten Teil des Lurkers aus dem Multiversum ausgelöscht hat, sodass nur noch ein Bruchteil von 1% des Lurkers übrig geblieben ist. Dieser smaragdgrüne Strahl
hat den ätherischen Kristall des Erdkerns neu kalibriert und das planetare Energienetz wieder auf die Aufstiegszeitlinie ausgerichtet. Nun haben die Lichtkräfte die Advor-Technologie auf 100% erhöht, um den Erdkern und das Energienetz vollständig aufzuladen und die letzten Überreste des Lurkers so schnell wie möglich zu beseitigen. Der smaragdgrüne Strahl hat das Multiversum in einen stabilen Vakuum-Subquantum-Zustand versetzt, mit Ausnahme der Lurker-Rückstände in der 30 Meter dicken Oberflächenschicht dieses Planeten und der Lurker-Rückstände in den Energiefeldern aller Wesen des Multiversums. Wann immer ihr den Einfluss des Lurkers spürt, könnt ihr euch den Smaragdstrahl vorstellen und ihn bitten, diese Lurker-Störung von euch zu entfernen. Smaragdkristalle können dabei helfen und diejenigen, die in den Smaragdstrahl eingeweiht wurden, können ihn direkt anrufen. Das Erreichen eines stabilen Subquantum-Vakuums markiert das Ende eines kosmischen Zyklus und den Beginn eines neuen. Dies ist die Auslöschung des kosmischen Bösen. Da der Schlüssel zum neuen Himmel nun vollständig zum Ausdruck kommt, haben die Mutterschiffe der Galaktischen Konföderation ihre endgültige Position innerhalb des Sonnensystems eingenommen, um nach einer langen Pause seit 1996 den Aufstiegsprozess zu initiieren. Link: Flotten der Galaktischen Föderation. Diese Neuausrichtung der Mutterschiffe am 21. August hat eine massive skalare Gravitationswelle durch das Sonnensystem gesandt und einen gewaltigen koronalen Massenauswurf ausgelöst, der während der Aktivierung stattfand. Link: Sonnennachrichten. Diese Sonneneruption ist auf dem Weg zum Mars. Link: Am 21. August bricht auf der Rückseite der Sonne ein schneller koronaler Massenauswurf aus. Der einzige Teil des Lurkers, der jetzt noch übrig ist, befindet sich in den Implantatresten der Bevölkerung auf der Oberfläche und in den Implantatresten aller Mitglieder der Lichtkräfte, die nach 1996 innerhalb dieses Sonnensystems einer Anomalie ausgesetzt waren. Alle anderen Wesen im Multiversum haben ebenfalls einen sehr kleinen Teil des Lurkers in ihren Energiefeldern, da jeder in den letzten Jahrzehnten in gewissem Maße dem Prozess zur Beseitigung des kosmischen Bösen ausgesetzt waren. Bei all diesen Wesen manifestiert sich die Lurker-Infektion in einem Mangel an Klarheit darüber, wie mit der Situation auf der Erde umzugehen ist, während der Rest ihrer Energiefelder vom Lurker praktisch unberührt bleibt. Die gesamte Lurker-Infektion für alle Wesen im Multiversum und alle vom Lurker befallenen Implantatreste der Lichtkräfte werden bis zum 10. Oktober vollständig beseitigt sein. Es wird auch immer wahrscheinlicher, dass bis zum 10. Oktober auch alle Lurker-Infektionen in den Implantatresten der Menschheit auf der Oberfläche beseitigt sein werden, aber diese Zeitlinie ist noch nicht gesichert. Für die Menschheit auf der Oberfläche beeinträchtigt der Lurker immer noch in gewissem Maße den freien Willen und erzeugt Tunnel von Z-Interferenzmuster zwischen den Implantaten, die die 30 Meter dicke Oberflächenschicht des Planeten umhüllen. Das ist der Grund, warum die Heilung der ätherischen und astralen Höllen nicht so schnell voranschreitet wie erwartet und einige Wesen, die dort während der gesamten Menschheitsgeschichte gefangen waren, noch immer gerettet werden müssen. Der Lurker übt immer noch ein gewisses Torsionsfeld auf die buddhischen, atmanischen und höheren Ebenen aus. Dieses Torsionsfeld manifestiert sich in einer gewissen Unklarheit darüber, wie mit der Situation auf der Erde umzugehen ist. Dieses Torsionsfeld
nimmt an Intensität ab, da alle Überreste des Lurkers beseitigt werden. Während der Öffnung des Aufstiegsportals 1221 hat Saint-Germain das Zeitportal genutzt, das am 21. November 1775 von Prinzessin de Lamballe in der Halle der beweglichen Spiegel im Petit Trianon verankert wurde. Mit Hilfe dieses Zeitportals hat Saint-Germain am 21. August 2025 den Archetyp der neuen Erde im Petit Trianon verankert. Dieser Archetyp für die perfekte Realität ist nun dauerhaft auf der ätherischen Ebene auf dem Anwesen des Petit Trianon verankert und wird als Kernarchetyp für den Wiederaufbau der Zivilisation der neuen Erde von Neu-Atlantis dienen. Während der Öffnung des Aufstiegsportals 1221 kam es zu einer massiven Verschiebung der Zeitlinie. Die Hauptzeitlinie des Aufstiegs wurde unumkehrbar fixiert und im Energienetz des Planeten verankert. Die Wahrscheinlichkeit positiver Zeitlinien mit Offenlegung, Erstkontakt und dem Event steigt exponentiell an. Negative Zeitlinien mit Kriegen und globaler Vorherrschaft brechen nun zusammen, da ihre Wahrscheinlichkeit abnimmt. Das Absolute hat ein Zeitportal auf der Oberfläche des Planeten geöffnet und dieses Zeitportal eröffnet nun neue Möglichkeiten, indem es eine Brücke zwischen der Gegenwart und den möglichen positiven Zukunftsaussichten schlägt. Viele positive Dinge, die zuvor nicht möglich waren, werden nun mit zunehmender Wahrscheinlichkeit möglich werden. Unser freier Wille wird diese großartige Zukunft verwirklichen. Link: die vorbereiteten Geschenke für die Kinder des Lichts. Tolle Neuigkeiten. Die neue Renaissance wird geboren werden. Link: die große Entfaltung beginnt, die neue Renaissance. Das wahre spirituelle Erwachen des Wassermann-Zeitalters. Wir werden kontaktiert werden. Link: wartend. Link: UFO-Landungen. Wir werden nach Hause gehen. Link: Zeit, nach Hause zu kommen. Einige von uns werden auf der neuen Erde leben. Link: Kuppelwohnungen. Einige von uns, die kosmische weiße Adelsfamilie, werden in ihre Sternenpaläste zurückkehren. Link: Delegationen im Palast des planetaren Prinzen. Bevor diese großartige Zukunft Wirklichkeit werden kann, sind noch einige Schritte zu tun. Die schwarzen Adelsfamilien unterhalten nach wie vor ihr Netzwerk von Söldnern, die jede Art von physischer Intervention verhindern, die den Lichtarbeitern helfen oder den Status quo auf dem Planeten verändern würde. Auch ihr Überwachungsnetz ist nach wie vor intakt. Link: sie können weglaufen, aber sich nicht verstecken. Um all dem entgegenzuwirken, erstellen die Lichtkräfte derzeit einen Plan für die physische Intervention auf der Oberfläche. Wahrscheinlich werden große Teile dieses Plans geheim gehalten werden und es ist unklar, wie viel davon ich auf meinem Blog veröffentlichen kann. So oder so ist es nun an der Zeit, dass die Lichtkräfte ihren Teil beitragen. Die Lichtarbeiter können ihre Missionen gemäß ihrer inneren Führung fortsetzen. Am 28. und 29. August wird es eine neue große astrologische Konstellation geben, die die Energien der Aktivierung des Aufstiegsportals 1221 auf eine neue Ebene erweitern kann. Am 29. August um 2:10 Uhr mitteleuropäischer Zeitzone wird es ein Sextil zwischen Uranus und Neptun geben, zusammen mit einem großen Trigon zwischen Jupiter, Lilith und dem Mondknoten.
Diese Konstellation ist der beste Moment, um den Prozess der physischen Intervention auf der Oberfläche des Planeten auszulösen. Daher bitten die Lichtkräfte so viele Menschen wie möglich, zu diesem Zeitpunkt die Meditation zur physischen Intervention durchzuführen. Kurz vor Beginn der Meditation sprichst du dreimal laut das folgende Dekret: Ich verfüge und befehle die physische Intervention der Lichtkräfte auf der Oberfläche des Planeten jetzt. Ich verfüge und befehle die physische Intervention der Lichtkräfte auf der Oberfläche des Planeten jetzt. Ich verfüge und befehle die physische Intervention der Lichtkräfte auf der Oberfläche des Planeten jetzt. Dann kannst du die Meditation machen. Die Anleitung findest du hier. Link: Meditation zur Intervention für die Befreiung der Erde. Die genauen Zeiten der Meditation für verschiedene Zeitzonen sind hier aufgeführt. Link. Nach dem 28. und 29. August könnt ihr diese Meditation weiterhin immer dann durchführen, wenn ihr euch dazu geführt fühlt, bis die physische Intervention tatsächlich stattfindet. Auf diese Weise helft ihr dabei, sie zu manifestieren. Und dann seid ihr herzlich eingeladen, an unserem Aufstiegsworkshop am 13. September in New York teilzunehmen. Link: Aufstiegsworkshop New York. Sieg dem Licht.